Mein Hauptdepot hat zuletzt wieder einen neuen Rekord erreicht und ist mittlerweile großzügig im sechsstelligen Bereich unterwegs. Dieses Depot soll bis 2036 die Millionenmarke knacken. Dafür investiere ich zu 95% langfristig in Qualitätsaktien wie AMD, Microsoft, Alphabet oder Nvidia. Mit den restlichen 5% experimentiere ich gern. Und genau bei diesem Experiment nehme ich dich mit. Und heute gibt es wie immer mein monatliches Update zum KI-Depot. Ich habe dafür ein separates Aktiendepot gestartet, 5.000 Euro eingezahlt und lasse die KI für mich die besten Aktien finden. Eine kurze Sache vorab. YouTube hat mein letztes KI-Depot-Update gelöscht, weil ich da angeblich zu hohe Versprechen gemacht habe. Um keinen weiteren Ärger zu bekommen, machen wir das heute deshalb anders. Ich gebe dir ein kurzes, knackiges Update mit den nackten Zahlen, ganz ohne Hype und ohne Versprechen. Bitte denk immer daran, das ist keine Anlageberatung, sondern ein reines spekulatives Experiment von mir. Ich zeige dir hier nur transparent, was die KI in meinem Experiment macht und wie die Zahlen aktuell aussehen. Vergangene Renditen sind absolut kein Versprechen für die Zukunft. KI-Strategien bieten keine Gewinngarantie und bergen echte Risiken bis hin zum Totalverlust. Also lass uns die nackten Zahlen anschauen. Los geht's. Kurz für alle, die neu dabei sind. Wie funktioniert so ein KI-Depot überhaupt? Jeden Monat scannt die KI tausende Aktien, wertet hunderte Kennzahlen aus und stellt je nach Markt und Strategie eine Liste der besten Titel bereit. Bei ProPix.KI gibt es aktuell über 80 Strategien in über 20 Märkten. Nach viel Rumprobieren habe ich mich für die Techstars-Strategie entschieden, in der die besten 15 US-Aktien aus dem Tech-Sektor ausgewählt werden. Das Ziel dieser Strategie: versuchen, den S&P 500 durch monatliches Rebalancing zu schlagen. Der Zeitaufwand für mein Experiment: die Aktienlisten werden einmal pro Monat veröffentlicht. Alles, was ich machen muss: kurz zum Broker springen und genau diese Aktien kaufen oder verkaufen. Manchmal mit Gewinn, manchmal mit Verlust. Und das war's auch schon. Jetzt zu den nackten Zahlen. Wie hat mein KI-Depot im letzten Monat performt und wie viele Dollar hat es mir insgesamt gebracht? Ich kann schon vorab ein bisschen spoilern. Der Juni lief wieder besser als der Gesamtmarkt. Nicht wundern, dass hier zwei Depots mit je über 3.000 Dollar stehen. In einem Depot folge ich genau den KI-Anweisungen und im anderen Depot teste ich, ob der menschliche Eingriff doch noch mehr Rendite bringen kann. Im Depot, in dem ich die Techstars-Strategie 1:1 nachbilde, gab es im Juni plus 1,9% Rendite. In dem anderen Depot, wo ich die Techstars ein bisschen nach Bauchgefühl nutze, also quasi Gewinne schneller sichere oder einige Aktien länger halte, gab es plus 4,1% Rendite im Juni. Warum habe ich hier die doppelte Rendite? Naja, am 1. Juni gab es ein Rebalancing und am 4. Juni, also 3 Tage später, ging der Markt ab und ich habe alle Juni-Aktien verkauft und genau 201 US-Dollar an Gewinn mitgenommen. Die Highflyer waren dieses Mal Marvell mit fast plus 100 Dollar und Allegro Microsystems mit plus 35 Dollar Gewinn. Das heißt, nach 3 Tagen habe ich eine Rendite von plus 5,9% gemacht. Das heißt, in dem Fall hat sich die schnellere Gewinnmitnahme doch ausgezahlt. Zum Vergleich, der S&P 500 ETF, den ich früher bespart habe, lag in dieser Zeit in US-Dollar betrachtet bei minus 0,9%. Also beide KI-Depots haben somit im Juni den Markt geschlagen um durchschnittlich 4%. Was heißt die Rendite jetzt konkret in US-Dollar? Bei den reinen Techstars gab es am 4. Juni und gegen Monatsende einen Gewinn von plus 250 US-Dollar. Aber leider wurde das meiste bis zum 1. Juli wieder komplett abgegeben. Daher siehst du aktuell nur ein Plus von 64 Dollar. Und bei den Techstars mit meinen Anpassungen, wo ich Aktien länger gehalten oder Gewinne schneller mitgenommen habe, gab es ein Plus von 140 Dollar. Das macht insgesamt ein Plus von 204 Dollar in nur einem einzigen Monat. Dann lass uns mal schauen, was die schlaue KI für den Monat Juli ausgedacht hat. Folgende Titel wurden aus der Strategie entfernt. Kulicke & Soffa Industries mit etwa 30% Gewinn verkauft. Onto Innovation mit 20% Gewinn aus der Strategie entfernt. Photronics mit 5% Minus und bei Gartner hat die KI die Reißlinie gezogen und mit 13% Verlust verkauft. Und das war's auch schon. Nur die 4 Aktienpositionen wurden getauscht, das heißt, die restlichen 11 bleiben weiterhin drin. Und bei folgenden Aktien hat die KI neues Potenzial gesehen. NetApp, Skyworks,
Oracle und ON Semiconductor. Zur besseren Dokumentation blende ich dir hier noch kurz die Trading-Statistik der beiden Depots seit Jahresanfang ein. Depot 1 hat $514 an realisiertem Gewinn plus über $14 an Dividenden. Depot 2 steht bei $631 im Plus und hier kamen noch $12 Dividenden on top. Also insgesamt haben die beiden Depots aus den ursprünglichen rund 5.000 € seit Jahresanfang $1.172 an Gewinnen generiert. Wenn wir das Ganze in Dollar umrechnen, entspricht das einer Rendite von genau 18,7% seit Jahresbeginn. Für die ersten 6 Monate ist das eine echt starke Bilanz. Da ich im August 3 Wochen lang im Urlaub war und jetzt noch kaputter als davor bin, dazu erzähle ich im nächsten Video mehr, schulde ich dir natürlich noch das Update für den Monat Juli. Der Juli lief dagegen alles andere als gut und das sage ich auch ganz offen. Fast alle Halbleiteraktien aus der Strategie wurden ziemlich schnell durch den Markt abgestraft. Das Depot 1 mit den Techstars wurde um 14,2% schlanker. Beim Depot 2 mit den gleichen Techstars, bei dem ich gegebenenfalls Gewinne schneller mitnehme oder einige Aktien länger halte, gab es einen Verlust von über 11%. Den Unterschied von fast 3% hat die Salesforce-Position ausgemacht, die ich aus dem vergangenen Rebalancing gehalten habe und die in der Zeit sogar gestiegen ist. In US-Dollar bedeutet das einen Buchverlust von insgesamt $904. Der S&P 500 ETF, den ich früher bespart habe, konnte am Montag, den 3. August, sogar mit 1,6% ins Plus drehen. Das heißt, im gleichen Zeitraum hat der S&P mehr als eindeutig besser abgeschnitten. Aber es gibt eine kleine positive Nachricht, und zwar das Rebalancing Anfang August. Hier wurden nur 2 Aktienpositionen ausgetauscht. Skyworks wurde mit 5% Verlust verkauft und Allegro Microsystems mit etwa 12% Verlust. Stattdessen kamen HP und Applied Materials ins KI-Depot rein. Warum ist das eine positive Nachricht? Weil die hohen Verluste erstmal als Buchverluste bleiben und noch nicht realisiert werden. Das heißt, die KI sieht anscheinend weiterhin Potenzial im Halbleitersektor und sagt, abwarten, es wird schon. Wenn wir uns aber die realisierten Gewinne und Verluste anschauen, dann sieht es immer noch ziemlich grün aus. Somit haben wir im Depot 1 einen realisierten Gewinn von plus $467 und plus $21 Dividenden kamen noch on top. Und im Depot 2 haben wir einen Plus von $613 an Gewinnen plus $15 Dividenden. Das heißt, wenn wir uns reinen abgeschlossenen Geschäfte anschauen, dann hat mein Experiment bis jetzt plus $1116 an Gewinn generiert, was plus 19% Rendite seit Januar bedeutet. Wenn aber im nächsten Monat die Verluste realisiert werden, wird die Rendite im niedrigen einstelligen Bereich landen. Daher bin ich gespannt, wie die KI damit umgehen wird. Somit bin ich bei der Techstar-Strategie im August in folgenden Aktien investiert: AMD, Applied Materials, ARM, HP, Himax, Intel, Kyndryl, Marvell, NetApp, ON Semiconductor, Oracle, Power Integrations, Qualcomm und Texas Instruments. Und wie du siehst, bis auf NetApp, das im Juli dazu kam, sieht es aktuell ziemlich rot aus. In meinem anderen Techstars Depot, wo ich etwas improvisiere, habe ich Allegro Microsystems liegen gelassen, weil, wie du im Chart siehst, der Einstieg alles andere als optimal war und ich nicht $100 an Verlust realisieren will. Und die Salesforce-Aktie, die ich auch länger halte, kam aus dem hohen zweistelligen Verlust wieder auf fast 0 raus. Ein bisschen länger zu halten hat sich hier also gelohnt. Denn auf Investing Pro steht das auch. Wenn eine Aktie entfernt wird, heißt das nicht automatisch, dass sie verkaufen müssen. So mein Freund, das war das Update zum KI-Depot. Ich ziehe mein Experiment mindestens bis Ende des Jahres weiter durch, um mir und dir zu zeigen, ob die ganze KI-Geschichte langfristig gut funktioniert und ob man damit echtes Geld verdienen kann. Den Link zum Broker sowie zu Investing Pro mit den ProPix KI packe ich dir wie immer unten in die Videobeschreibung. Über den Link unten gibt es bei Investing Pro aktuell bis zu 70% Rabatt. Und wenn du erfahren möchtest, was das Tool außer der KI-Aktienauswahl sonst noch so kann und wie ich es persönlich nutze, schau dir unbedingt dieses Tutorial-Video hier an. Danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Kakao.